Doom, der Urvater. Ich habe das damals schon auf Diskette installiert, als ihr noch in die Villen geschissen habt. Heute schauen wir mal, ob das Ding immer noch Eier hat oder ob die modernen Shooter uns verweichlicht haben. Heute knöpfe ich mir den Urvater vor. Wir starten dort, wo alles begann, 1993. Roher Horror, keine Faxen. Und dann schauen wir uns an, was Bethesda heute daraus macht. Hüpfpassagen, buntes Loot-Konfetti und jetzt sogar Wikinger-Gedöns. Nur um auf den Trends mitzuschwimmen, wird hier die DNA einer Legende vergewaltigt. Nachdem wir gesehen haben, wie Gothic das Genre geprägt hat, schauen wir uns heute an, wie man eine Legende Doom fast gegen die Wand fährt. Guckt euch das an. Das sind 3 Pixel, aber die haben damals mehr Angst eingeflößt als die fortschrittliche Grütze von heute. Willkommen in der geschlossenen Gesellschaft. Wer neu hier ist und wissen will, wie wir hier Tacheles reden, schaut euch erst die Ausordnung im Gothic-Video an. Ja, ich war dabei, als wir noch Doom-Clones, als wir noch von Doom-Clones sprachen. Was wir heute kriegen, hat mit dem Marine vom Mars nichts mehr zu tun. Ja, Wolfenstein war zuerst da, aber Doom war das Beben, das alles verändert hat. Ich war dabei, als wir noch von Doom-Clones sprachen und jetzt gehört der Laden zu Bethesda und wir kriegen Wikinger, Schildgedöns und Hüpfpassagen, wie gesagt. Ja, und dann gehen wir auch gleich mal rein ins Game hier. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Boah, Junge, das ist aber schnell, wa? Junge, mit meinen 50 Lenzen hier, da komme ich ja richtig in Bedrängnis. Warte mal, hier war da irgendwo ein Schalter, ne? So, werde mal wieder, ne, mit Rechtsklick, okay, dankeschön. Haben wir gleich eine Rüstung. So, Doom, genau. Was ist Doom? Ja, Doom, hatte ich schon jetzt mehrfach erwähnt, ist der Urvater aller Shooter. Hätten wir damals Doom nicht gehabt, würde es heute Spiele wie Fortnite, Battlefield, PUBG und wie sie alle heißen, gar nicht existieren. Na, davon mal ab. Doom war auch das erste Spiel, das mehrere Ebenen eingefügt hatte, obwohl man sich eigentlich nur auf einer bewegt. Na, also ihr habt gesehen, ich brauchte nur schießen und der da oben war gleich Platz ungefähr. Ich habe ihn also trotzdem getroffen. So, ich bin ein bisschen außer Übung, also ich bin jetzt hier auch keine 15 mehr, wie man sieht. Ja, also da haben wir schon das erste Level hier geschafft. Geheimnisse 0, ja. Ich wollte euch noch mal so ein bisschen hier reinbringen, so in das Game so. Wir haben mal das erste Level kurz gespielt. Jetzt will ich mal rüber switchen zu Doom 2. Dann gucken wir uns Doom 3 an. Im Trailer aber Doom 4. Ab Doom 4, sage ich mal, oder bis Doom 4 ging es noch, fand ich. Und ab Doom 5 und Doom 6 ging es abwärts. Und darum geht dieses Video. Wir werden jetzt erstmal zu Doom 2 rüber switchen. So, und damit sind wir in Doom 2 angekommen. Doom 2 hat natürlich dann schon ganz andere Maßstäbe wieder an den Tag gesetzt, aber es war im Prinzip dasselbe wie Doom 1. Also es geht hier auch wirklich nur um meine persönliche Meinung. Doom 2 war natürlich, wie gesagt, schon ein ganz anderes Kaliber. Also ihr seht mich hier auch selbst spielen, in alten Sack. Kann man hier hoch? Ja, meine ich ja. Oh, ging's weiter? Nee. Warte mal, wo muss ich denn hin? Oh, wer schießt da? Ey! Ah, da ist hier irgendeiner drin. Hat er mich hier doch noch erwischt. Ja, springen konnte man noch nicht zu der Zeit. Also ich hatte Doom 2, Doom 1 hatte ich das erste Mal auf dem 386er gespielt. Ich glaube, das Ding hatte noch 15 Megahertz oder so. Wer sich dran erinnern kann. Doom 2 habe ich das erste Mal auf dem 486er gespielt. Glaube ich aber sogar irgendwo ein Geheimgang. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Aber wie gesagt, wir wollen ja auch nicht durchspielen oder sonst was. Jetzt bin ich am Anfang. Da habe ich mich wohl glatt verlaufen. Irgendwo gibt es auch Geheimsachen und tralala. Ja. Also hier sind wir schon am Ende wieder. Damit haben wir das erste Level von Doom 2 auch bewältigt. Es sind natürlich nicht nur diese kleinen Level, natürlich geht das hier noch um einiges weiter. So, den muss ich erstmal ausschalten hier. Das geht ja gar nicht. Ja, was ist das Besondere an Doom? Das ist die gute Preisfrage. Also Doom war, wie gesagt, der erste richtige Shooter. Ja, es gab vorher Wolfenstein. Sie haben vorher Wolfenstein gemacht. Wollten dann mehr. Und so wie ich das im Gothic-Video ja auch schon sagte, sie haben was riskiert. Sie haben gesagt, wir wollen was ganz Spezielles machen. Da muss was Geiles her. Die hatten eine Innovation gehabt und haben gesagt, wir machen Doom. Und ich meine sogar, dass das sogar vorher noch anders hieß und ja. Da war die Pumpe, die legendäre Pumpe. Das ist jetzt aufgegangen. Wer kennt's nicht? Doom und seine legendäre Schrotflinte. Pam, oh. Das ist so schnell, das Spiel, ne? Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Muss man sich erstmal echt mal reinspielen hier, ne? Naja, und Doom hatte halt immer dieses, oh, jetzt haben wir gleich die Doppelläufige. Oh, mein Lieblingswerkzeug. Ja, und Doom hat halt dieses... wie soll ich sagen? So, was wollte ich, wo war ich denn jetzt? Ich bin für Leute zocken, komme ich überhaupt nicht mehr klar hier. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen, Mensch? Ah, jetzt habe ich ja im Text vertan hier. Hier, Moment, wir holen jetzt erstmal den Schlüssel. So, roter Schlüssel. Permio, kriegst erstmal auf die Fresse hier. Zack, du bist auch gleich weg. Oh, was? Wo? Ach, da. Jetzt haben wir 2 auf einmal hier weggeholt. So. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen, Mensch? Boah, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gekommen, ne? Es ist soweit. Das Spiel hat mich wieder. Ja, es ist einfach halt eine richtige geile Faszination hier. Jetzt bin ich hier wieder. Ach so, jetzt kann ich hier rein, ne? Wo geht's jetzt auf? So, ich muss jetzt mal langsam hier auf den Punkt kommen, ne? Wir sind, wie gesagt, immer noch in Doom 2 und... Oh, jetzt gehen die andere Seite auf. Ah, hier sind wir jetzt, okay. Also, ihr merkt schon, ich komme hier gar nicht zu dem, was ich eigentlich sagen will. Ja, also es war halt eine Faszination einfach, ne? Ganz klar, ist nicht von der Schippe zu weisen. Es ist einfach der Doom Marine und kommt auf den Mars und tötet alle, die aus dem Tor der Hölle treten und so weiter und so weiter. Und auch wenn es pixelig war oder so, es hat Maßstäbe gesetzt in der heutigen Spielegeschichte. Da brauche ich Schlüssel für. Ja, ne, jeder kennt es irgendwo, ne? Die es nicht kennen, die lernen es jetzt kennen. Und dass man dann dieses Spiel immer mehr gegen die Wand gefahren hat, ne? Damals hat es id Software entwickelt und jetzt hat es halt Bethesda übernommen. Ich glaube ich bin mir da nicht sicher, Leute. Das ist aus meinem Bauchgefühl heraus so. Also ich habe jetzt keine Statistiken hier, so, aber ich meine, so nach Teil 4 oder so kann das sein. Und bis Teil 4 war es ja auch noch sehr, sehr stabil halt. Ne? Es war ein sehr stabiles Game. Hat richtig Bock gemacht. Wie gesagt, jeder kennt es. Wir haben das gesuchtet wie bescheuert. Es gab den ersten Multiplayer
Auch den gab es von Doom. Und dann kamen ja so weitere Spiele wie Unreal Tournament und wie die alle hießen, ne, damals. Und ich will Unreal Tournament spielen. Wer kennt's nicht, den Klassiker von dem Angry German Kid. Ja, und ja, es ist einfach eine Faszination gewesen, ne? Und ohne Doom, wie gesagt, ohne diesen Urgroßvater an Shooter wird es das alles heute gar nicht geben, was es alles gibt. Und ich verhaspel mich hier total. Ich hätte gar nicht spielen dürfen. Ich bin ja ganz weg hier irgendwie. Ihr merkt das schon, ne? Also meine Begeisterung auch. Und deswegen werde ich jetzt einfach rüberschalten zum nächsten Doom. Das wäre dann Doom 64 gewesen, was ziemlich verachtet worden ist eigentlich. Warum auch immer. Das werden wir jetzt zusammen rausfinden. Dann sehen wir uns gleich in Doom 64 wieder. So, und damit wären wir in Doom 64. Das ist das Spiel, was leider ein bisschen untergegangen ist. Es ist nicht offiziell Doom 3. Zu Doom 3 kommen wir noch. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht viel gespielt, also nur recht wenig. Hier sieht man auch, man ist nicht mehr so fix unterwegs. So, wieder die Steuerung schon wieder ganz anders. Aber man sieht, es hat noch sehr, sehr starke Ähnlichkeiten zu Doom 1 und Doom 2. Hier macht man das auch nicht mit rechter Maus, sondern mit E. Ja, da sahen diese Viecher dann auch schon ein bisschen anders aus. Es sieht auch so ein bisschen wie 3D aus. Ne? Guck mal, wenn man das sich so ein bisschen anguckt. Der Pixelmatch ist großteils weg. Die Gewalt ist immer noch dieselbe. So, schauen wir mal, wo waren wir jetzt hier? Ja, es sieht auch alles ein bisschen anders aus, ne? Also, es ist ein bisschen eigenartig, es ist ein bisschen ungewohnt gerade. Aber, es war halt auch immer noch der Doom Marine, ne? Jetzt gehen wir einfach hier runter. Hier kommen wir nicht rein bestimmt, ne? Wegen blauer Schlüssel. Ja. Kommt man hier wohl rein? Ja. So, was haben wir hier oben? Konnte man hier schon springen? Nein, springen konnte man hier auch noch nicht. Also es war immer noch dasselbe Prinzip damals. Was ist hier? Ja, wie auch immer. Man kommt da gar nicht rein. Ich wollte euch nur mal so einen kleinen... Ach, hier muss ich hin. Ich wollte euch auch nur mal so einen kleinen... Sneak Peek hier so reingeben. Was es so gab, alles von den Doom-Teilen. Was ist denn jetzt hier aufgegangen? Hier oben, ne? Jawohl. Oh, ein Kettensäge. Finde Flash. Finde Fleisch. Flash. Du bist auch so ein Flash, ey. Ja, Fleisch. Wo ist denn Fleisch? Hallo, Fleisch. Fleisch, wo bist du? Und ja, es ist aber immer seinem Prinzip treu geblieben, ne? Es war immer, oh, hier haben wir den blauen Schlüssel. Es ist immer Doom geblieben, es ist immer der Space Marine geblieben. Da ist die Kettensäge in Action. Sieht alles noch echt lustig aus, wenn man sich überlegt, wie das früher aussah. Sieht aus wie als wenn man hier spielt mit so einer 3D-Brille oder sowas. So, wo geht's weiter? Ja, ich denke, wir machen jetzt einfach weiter. Wir wollen ja hier kein Game... Ich will jetzt hier kein Let's Play von machen. Aber es ist echt schon... Also ihr merkt das, ey. Ich kann mich gar nicht losreißen hier irgendwie. Das ist echt schon... Jetzt bin ich wieder hier. Ah, den kann ich sogar da drin killen, ne?
Ja, wir machen hier einfach jetzt Ende. So, das waren die Teile, die ich euch jetzt mal so mal zeigen wollte, von meiner Spielweise her. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen rüber und switchen mal zu ein paar Analysen. Ich sag mal, ich mache jetzt so eine Art Reaction auf Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6, glaube ich. 3, 4, 5, 6, genau. Bis 6 gehen wir. Und werde da nochmal einen Senf zu abgeben. Ne? Also bleibt dran, es geht sofort weiter. So, und damit wären wir bei Teil 3 angekommen. Das ist der offizielle Nachfolger dann gewesen. War zu der Zeit ein absolut extrem geiles Game. Kann ich nicht anders sagen. Der Marine zurück auf der Mars. Mit ganz neuen Lichteffekten. Effekte, die Geschichte geschrieben haben in Doom oder in der ganzen Spielewelt. Da war das erste Mal, gab es dieses Ding mit dieser Taschenlampe, dass man mit der Taschenlampe in dunkle Räume reinleuchten konnte, in Schatten und so weiter. Das gab es ja nicht. Das hat, also soweit wie ich weiß, ist das von id Software gewesen. Und zu der Zeit, der Trailer ist ein bisschen abgehackt, rechts und links. Wundert euch nicht, ist halt schon alt, ne? Aber kann ich nur jedem Doom-Veteran, jeden Doom-Fan ans Herz legen, spielt Doom 3. Eins der geilsten Spiele, die es je gegeben hat. Und knüpft exakt an Doom 1, Doom 2 und Doom 64 an. Und ja, wie gesagt, es hat Lichteffekte, Lichttechnik revolutioniert in der Spielegeschichte. Auch noch produziert von id Software und Activision. Habe ich gesuchtet ohne Ende. Mit diesen Schattenwürfen und sowas. Das war da das erste Mal, dass es sowas gab, ne? Da sieht man das auch mit der Taschenlampe. Man leuchtet in dunkle Räume rein und man sieht auf einmal alles, ne? Wo das sonst nie möglich war. Der Kettensägen-Zombie. Wie soll es anders sein? Werfen wir mal nur eine Granate rein. Aber da auch wieder der Doom Marine halt, ne? Der Doom Marine schlägt zu. Der Doom Marine ist auf dem Mars. Er ist der Doomslayer. Das waren halt noch die richtig geilen Zeiten. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir gleich auch zum nächsten Teil. So, und damit kommen wir zu Doom 4. Doom 4 war seinerzeit auch ein absolutes Meisterwerk. id Software Game wieder. Da ging dann richtig die Luzi ab. Splatter ohne Ende. Die Dämonen werden förmlich zerrissen. Damit hat das alles richtig angefangen. Und auch wieder der Doom Marine, der Doomslayer auf der Mars. Und heute immer noch eins der geilsten Games, die es gibt. Kein Bling Bling. Ich meine, da sind auch schon so Sachen aus Gegnern rausgefallen, aber es war so in Maßen, sage ich mal. Es war aber noch dieses typische Doom-Feeling halt einfach, ne? Dieses absolute Gemetzel, dieses, weiß ich nicht. Es war einfach eine geile Zeit. 2016, lange ist her. So, und damit sind wir bei Doom 5 angelangt. Und damit ging der Kindergartentanz los. Da frage ich mich natürlich, was hat euch bitte geritten? Das ist so eins der ersten Trailer, die damals auf den Markt kamen von der E3.
Und erst dachte man so, oh geil, Alter, es ist genau wie Teil 4, ne? Es ist genau wie Teil 4. Er geht wieder back to the roots, er geht wieder zurück auf den Mars, der komplette Marsch ist, oder was, wo er da auch immer ist, oder ist es die Erde sogar? Ich weiß es gar nicht mehr. Und man dachte sich, wow, der Doom Marine ist wieder da, es geht wieder richtig ab. Und dann dieser Hut, leck mich am Arsch. Buntes irgendwas. Und jetzt geht das richtig ab mit diesen ganzen Pling Pling und alles, ne? Alles, überall fallen 1000 Millionen Sachen raus, alles leuchtet, alles ist bunt. Es ist ein reines Jump'n'Run geworden. Absolut erbärmlich, absolut erbärmlich. Das ist nicht für mich, also das ist nicht der Doom Marine, den ich kenne, den wir in den letzten 4 Teilen gesehen haben, die ich euch gezeigt habe. Das ist so wieder dieses typische Super Mario Feeling. Da kommen wieder so ein paar Sachen rausgesprungen und nochmal ein paar Sachen rausgesprungen. Und zack, da kommen wieder welche rausgehüpft, irgendwelche komischen Loot-Dinger mit irgendwelchen Questmarkern und Mini-Radar oben dran und hast nicht gesehen, das ist genau das, was ich meine. Das beste Beispiel, was ich in meinem vorigen Video gesagt habe, in Gothic halt, ne? Da war man eben froh, dass man eben nicht dieses ganze Bling-Bling und diese ganzen Questmarker, Radar und alles hat. Ne? Guckt euch das doch mal an. Spult zurück zum Video am Anfang. Guckt es euch nachher nochmal an. Guckt euch die ersten Teile an. Guckt euch den ersten, den zweiten, Doom 64, Doom 3, Doom 4 an. Und jetzt guckt euch das mal an. Ne? Das macht Bethesda mit Doom. Der Doom Marine wird förmlich vergewaltigt in dem Spiel. Hüpf hier hin, hüpf dahin. Nochmal hier ein bisschen hinhüpfen. Das sieht so aus wie ja, Super Mario halt, ne? Es hat so ein bisschen was von Unreturnment Arena oder irgend sowas in der Art. Also so, da war ja auch diese ganze Rumhüpperei und alles. Und das war so schon mal so der erste Schlag ins Gesicht. Also ich habe das Spiel, weil ich es geschenkt gekriegt habe, aber ich hätte es mir nicht gekauft und ich hoffe, ihr habt es auch nicht gemacht und ja, was soll ich dazu sagen? Guckt euch diesen Käse doch mal an hier. Das ist doch kein Doom Marine mehr. Das ist Super Mario in was ich, also ihr merkt das, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, ne, und das ist ja nur ein Trailer. Ich meine, ihr könnt euch ja Gameplay davon angucken, was für ein Rumgehüpfe in diesem Spiel stattfindet, ne? Dieses ganze Rumgehüpfe da drin, diese ganzen 1000 Icons, diese ganzen komischen Loot-Dinger, die aus den Gegnern rausplatzen und sowas, ne? Und dann dieses ultra bunte Menü und hier irgendwie ein Menü und da ein Menü und damit es auch jeder Pleb versteht irgendwie. Also, weiß ich nicht, ja. Ist einfach überhaupt gar nicht mein Ding halt, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht findet ihr das ja toll, aber ich finde, da wird der Doom Marine schon mal richtig vergewaltigt in diesem Spiel. Das ist das absolute Kotzspiel. Also da wird mir echt schlecht, ey. Da gehe ich lieber nochmal zurück und installiere mir auf MS-DOS oder so nochmal eine Doom 1 oder sowas. Bin ich ganz ehrlich. Naja, nichtsdestotrotz, wir gehen weiter. So. Da sind wir in Teil 6 angekommen. Und jetzt machen wir einen auf Wikinger. Es wird immer besser, mein Lieben. Jetzt kommt der Doom-Wikinger. Valhalla! Also ich habe nichts gegen Wikinger und ich finde die auch total geil, die Wikinger und keine Ahnung, aber ich bitte euch, ey. Der Doom Marine als Wikinger? Echt jetzt? Das wollt ihr mir echt verkaufen? Diesen Schrott, ey? Nur um auf so einer Wikingerwelle auf dieser Wikingerwelle, auf dieser Nordic-Welle mitzuschwimmen. Dafür missbraucht ihr den Doomslayer. Der Typ, der euch die ganzen Shooter gebracht hat, die Fortnite und Battlefield und PUBG und Valorant und wie die alle heißen, so würdigt ihr euren Urgroßvater, indem ihr ihn zu einem
Wikinger macht. Ich bitte euch, ja. Das ist doch wohl echt ein schlechter Scherz. Ja, Sense Slayer. Der Doomslayer hat doch gar nichts damit zu tun, überhaupt nichts. Ja. Jetzt hat er ein Schild, ja. Und einen tollen Mantel, ja. Also ich bitte euch, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Was macht ihr mit unseren Spielen? Was bitte ist das? Ach, sorry Leute, also das ist für mich einfach No-Go, ne? Das ist für mich wirklich No-Go. Und damit werde ich mich jetzt auch verabschieden, bevor ich hier gleich noch auf 180 gehe. Wenn ich mir diesen Rotz angucke, da wird mir schlecht. Auch da sage ich, kauft es euch nicht. Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Spielt lieber Doom 1 bis 4, da habt ihr mehr von. Lasst 5 und 6 einfach aus. Vielleicht besinnen die Leute sich bei Bethesda mal irgendwann und ja, und machen nicht diesen Mainstream-Scheiß und holen den Doomslayer wieder zurück, dahin, wo er gehört, auf Mars. Fertig, Ende aus. Und wenn wir das noch 100 Mal durchkauen, ja, ist langweilig vielleicht immer der Mars, aber das ist es halt, ne? So, in dem Sinn würde ich sagen, Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo-Glocke nicht vergessen, keine weiteren Folgen zu verpassen. Wir sehen uns dann in einem weiteren Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Too Old. Tschüss.